Herzlich willkommen in Mannheim. Ich bin der Louis. Und ich bin die Inken. Willkommen in unserer Wohnung in Mannheim, in der wir nicht nur wohnen, sondern in der ich auch töpfere. Kommt gerne rein. Also hier steht ihr mitten in unserem Wohnzimmer. Wir wohnen mitten in den Quadraten in einem Altbau, der mehr als 100 Jahre alt ist. Meinen Einrichtungsstil, den erkennt ihr eigentlich im Wohnzimmer schon ganz gut. Den macht vor allem aus, dass ich ganz viel Möbelstücke bei eBay Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt geschossen habe und auch das ein oder andere Lieblingsstück von meinem leider verstorbenen Papa. Auf dem Sideboard seht ihr ganz viele Dinge, die ich selbst gemacht habe. Nämlich zum einen diese selbstgetöpferte Vase hier. Ich mag ganz gerne diese organischen Strukturen. Dann würde ich euch ein nächstes Lieblingsstück von mir zeigen. Und zwar ist das dieser grüne, flauschige Sitzpauf. Der ist mir ganz wichtig. Der erinnert mich ganz arg an meinen Papa, denn er hat immer hier drauf gesessen, wenn er seinen Kamin angefeuert hat. Mein Papa war generell jemand, der sehr kreativ war und auch Einrichtungen geliebt hat, Kunst geliebt hat und der das einfach auch so ein bisschen an mich weitergegeben hat. Als nächstes würde ich euch gerne meine Art Gallery zeigen. Die habe ich bis auf ein Bild komplett selbst gemacht. Da oben zum Beispiel habe ich Erste-Hilfe-Folie benutzt. Bei diesem Bild zum Beispiel habe ich Bauschaum benutzt, um den Rahmen zu kreieren. Und hier ist ein kleines Foto von meinem Hund Lotti. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Als nächstes würde ich euch gerne meine Togos zeigen aus den 70er Jahren. Auf die bin ich besonders stolz. Die habe ich im Internet gebraucht gefunden. Man kann einfach richtig gut in diesen Togos entspannen. Das einzige Ding an diesen Togos ist immer, dass man schwer wieder aus ihnen rauskommt. Hier seht ihr auch wieder, dass ich mich künstlerisch betätigt habe und aus Bauschaum einen eigenen Blumentopf gemacht habe. Ein weiteres Highlight in unserem Wohnzimmer ist diese Disco-Kugel. Ich finde es jeden Tag einfach so schön, wenn die Sonne hier reinscheint und dann hat man hier echt richtig tolle Lichteffekte. Dann geht es direkt von meinem Wohnzimmer ins Töpferzimmer. Das mag für den einen oder anderen vielleicht erstmal ungewöhnlich wirken, dass ich mitten in meiner Wohnung ein Töpferstudio habe. Hat für mich aber eine ganz krasse Bedeutung, weil ich mit dem Töpfern 2020 angefangen habe, nachdem mein Papa gestorben ist. Das Töpfern hat mir sehr viel gegeben, hat mir aus einer schweren Zeit rausgeholfen. Ich habe im Töpfern einfach wirklich meine Leidenschaft entdeckt. Ja, und die Töpferscheibe seht ihr jetzt hier. Das ist sozusagen mein Arbeitsbereich. Am einen oder anderen Tag hätte ich die Töpferscheibe gerne aus dem Fenster geworfen, weil es einfach nicht immer nur glatt oder rund läuft. Eigentlich bin ich beruflich Lehrerin, aber mein Papa hat mir immer gesagt, hey Inken, du musst wirklich was Künstlerisches machen, was Kreatives machen. Und daraufhin bin ich dann wirklich meinem Herzen gefolgt und habe mit dem Töpfern angefangen. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich gestern Nacht den Ofen angemacht. Die Tassen, die brennen da drin 24 Stunden. Ich kann die jetzt leider noch nicht rausholen, weil die sau heiß sind. Dieser Ofen kann bis 1200 Grad heiß werden. Da habe ich auch schon von vielen Gästen gehört, du hast einen Ofen mitten in der Wohnung, wie geht sowas, darf man das überhaupt? Aber ich habe natürlich mit ganz vielen Fachleuten darüber gesprochen. Der Ofen ist auch versichert. Im Sommer ist es natürlich mega heiß, aber im Winter ist es eine gute Heizung. Dann kommt mal mit, ich zeige euch meinen kleinen Malbereich.
Genau, in dieser Ecke male ich immer, besonders an den Tagen, wenn es mit dem Töpfern nicht so gut läuft und ich aber trotzdem kreativ sein möchte. In jedem Raum in dieser Wohnung findet ihr eigentlich auch Bilder von mir. Ziel ist es eigentlich, dass irgendwann nur noch selbstgemalte Bilder hier hängen. Hier hinter mir seht ihr jetzt direkt den Essbereich, der durch diese schönen alten freigelegten Balken abgetrennt ist. Und ja, in diese Balken habe ich mich natürlich auch sofort verliebt. Ich finde die wunderschön. Also wir essen hier eigentlich praktisch direkt neben dem Brennofen. Dieses Modell kenne ich schon aus meiner Kindheit. Mit dem Tisch bin ich aufgewachsen und daraufhin habe ich mir vor ein paar Wochen gedacht, den Tisch möchte ich unbedingt nochmal haben und habe dann das ganze Internet danach durchforstet. Der passt ganz schön hier rein. An dem Tisch stehen ganz unterschiedliche Stühle. Und dieser alte Holzstuhl, der ist wirklich auch noch aus meiner Kindheit, also der stand schon in meinem Kinderzimmer und der hat auf jeden Fall auch seinen Platz an unserem Esstisch bekommen. So, dann geht's in unser Gästezimmer, kommt mal mit. Unser Gästezimmer ist gleichzeitig auch das Arbeitszimmer und Louis arbeitet hier, also müssen wir ein bisschen leiser sein. Hi, servus. Also das ist der Bereich für unsere Gäste. Ich glaube aber, bisher hat nur ein Gast da drin geschlafen, weil sonst Lotti das Bett für sich beschlagnahmt. Also eigentlich müssen wir sie auch immer um Erlaubnis fragen. Was ich am meisten an unserem Gästezimmer liebe, ist diese Wand hier. Die war nämlich, als wir eingezogen sind, komplett dunkelblau und das mochte ich überhaupt nicht. Also haben wir auch wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion die ganze Tapete runtergerissen, ohne zu wissen, was dahinter ist. Aber wir sind sehr zufrieden damit. Eigentlich würde ich es gerne in einem anderen Zimmer auch noch machen. Mal gucken, was noch so kommt. Ja, und hier über dem Arbeitsbereich, da waren schon bei Einzug diese Balken eingezogen. Wirklich ein super Stauraum, aber eigentlich soll das alles noch ein bisschen schöner werden. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendeine Lösung finden. Dann geht es direkt vom Gästezimmer ins Schlafzimmer. Hier sind wir in unserem Schlafzimmer. Da habe ich auf jeden Fall darauf geachtet, dass das Schlafzimmer trotzdem farbenfroh ist, habe aber mich hier für pastellige Töne entschieden, weil ich einfach finde, dass es so eine beruhigende Wirkung hat. Und ganz wichtig für mich im Schlafzimmer ist auch diese Lampe da oben, die ich von meinem Papa bekommen habe. Dann gibt es in unserem Schlafzimmer diesen alten Bauernschrank. Der ist wirklich ganz besonders für mich. Den hat nämlich wiederum mein Papa in meinem Alter auf dem Flohmarkt geschossen und der ist mit mir schon 5-mal umgezogen. Dieser Schrank wird, glaube ich, immer bei mir sein. Und wenn ich noch 10-mal umziehe, wird der immer wieder mit mir umziehen. Das Schlafzimmer, das geht bei uns zum Hinterhof raus, weil das der einzige ruhige Ort hier in der Innenstadt ist. Die Ruhe ist mir deswegen so wichtig, weil ich natürlich jobbedingt, da ich ja Lehrerin bin, an einer Grundschule immer tagsüber sehr viel Lärm ausgesetzt bin und deswegen versuche ich immer, mir zu Hause irgendwie meine Ruheoasen zu schaffen, in denen ich einfach entspannen kann. Dann zeige ich euch unsere Küche. Hier habe ich vor ein paar Monaten die Idee gehabt, ich möchte die Küchenfront neu machen. Die war nämlich vorher so Anthrazit. Mir hat dieses Anthrazit aber überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich gedacht, okay, was kann ich da machen? Und habe mir im Internet diese Fliesenaufkleber bestellt. Mit den Fliesenaufklebern, die übrig waren, habe ich mir dann aber überlegt, wäre es eigentlich eine ganz coole Idee, die Heizung zu verkleiden, weil ich Heizungen immer super hässlich finde. Und hier oben seht ihr meine selbstgemachten Tassen. Da freue ich mich jeden Morgen drüber, weil ich meinen Kaffee immer aus einer anderen Tasse trinken kann.
Genau, dann zeige ich euch noch eine Sache, den Trinknapf von Lotti. Der ist nämlich sogar auch selbst getöpfert. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch unseren Balkon. Also wie ihr seht, ist unser Balkon zum Hinterhof raus und ist auch komplett Nordseite. Das heißt, wir haben es hier im Sommer super kühl. Hier kann man schön entspannen, ist auch wieder ein Ort der Ruhe für mich. Ich liebe es einfach, dass ich mein Töpferstudio mitten in der Wohnung habe und morgens theoretisch nach meinem ersten Kaffee rüberlaufen kann und mich an die Scheibe setzen kann. Ich bin meinem Papa sehr dankbar dafür, dass er mein Papa war. Ich konnte mega viel von diesem Menschen lernen, von seiner Kreativität, von seiner unkonventionellen Art. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er mir immer wieder gesagt hat, Inken, mach was Kreatives, das Lehrersein ist nicht alles, ich sehe mehr in dir. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht musste das auch alles so passieren, dass ich mit dem Töpfern überhaupt anfangen konnte, weil ich in der Vergangenheit schon öfter mal mit dem Töpfern beginnen wollte und das nie wirklich gemacht habe, weil immer irgendwas war. Und ja, Leute, überlegt's euch, macht ein Sabbatjahr und macht einfach das, was euer Herz euch sagt. Das war die Roomtour durch unsere Wohnung in Mannheim und durch unser kleines Töpferstudio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann klickt entweder hier oder hier und abonniert den Kanal. Tschüss! Ciao!